Wenn du auswanderst und Eigentümer einer deutschen Kapitalgesellschaft bist, also UG, GmbH oder AG, dann ist es extrem wichtig, dass du dich um die saubere Abwicklung dieser Gesellschaft kümmerst. Ansonsten können dir schlimme rechtliche Probleme entstehen. Warum das so ist und wie du dich schützen kannst, das wollen wir in diesem Video einmal näher anschauen. Wer ins Ausland umzieht, der denkt ja vielfach an die Entstrickungsbesteuerung oder an die Wegzugsbesteuerung, wenn ihm eine GmbH oder eine UG in Deutschland gehört. Das sind auch tatsächlich steuerliche Herausforderungen, die man hier sorgfältig meistern muss, wo man im Vorfeld mit seinem Steuerberater oder Steueranwalt sich sorgsam Gedanken dazu machen muss, wie man damit umgeht, wie man diese möglicherweise vermeidet oder wenigstens minimiert. Aber es gibt im Zusammenhang mit einer deutschen Kapitalgesellschaft eben auch noch andere Risiken, die vielfach unterschätzt werden. Hierbei geht es vor allen Dingen um die Abwicklung einer solchen Gesellschaft, also um die Schließung deiner UG oder GmbH, wenn du Deutschland verlässt. Lass mich hier ein Beispiel aus unserer Beratungspraxis erzählen. Der Mandant ist ein deutscher Unternehmer. Er hat für viele Jahre eine deutsche GmbH geführt, recht erfolgreich am Anfang, aber dann hat sich das Geschäft immer weiter abgeschwächt. Das übliche Konjunktur- und Konkurrenzproblem aus China, unter dem ja so viele deutsche Unternehmen leiden. Das Unternehmen hatte rund 20 Mitarbeiter. Und der Unternehmer entschied sich dann, dieses Unternehmen zu schließen und ins Ausland zu ziehen. Das hat er auch alles ordentlich gemacht. Er hatte auch davor nie Probleme mit dem Finanzamt oder mit den Behörden. Die Mitarbeiter mussten eben leider entlassen werden, aber er hat sich hier um die Abwicklung ziemlich gut gekümmert. Alle ausstehenden Forderungen wurden beglichen. Hier gab es also keine Insolvenz oder sowas. Wie du weißt, dauert es ja ziemlich lange, in Deutschland eine Kapitalgesellschaft zu liquidieren. Da gibt es zwar ein Expressverfahren, aber vielfach eben muss man eine einjährige Sperrfrist einhalten. Tatsächlich muss man davon ausgehen, dass es 2 Jahre dauert, bis dann die Gesellschaft tatsächlich liquidiert ist. Und da kann man eben manchmal leicht den Überblick verlieren. Also der Unternehmer aus unserem Beispiel ist dann ins Ausland umgezogen nach Italien, hat die Gesellschaft bei einer Postadresse in Deutschland registriert. Da gibt es ja etliche Anbieter, die solche Postadressen hier letztlich organisieren, und hat dann ehrlich gesagt hier ein bisschen den Fokus verloren und hat sich nicht mehr so richtig drum gekümmert, weil er nicht damit gerechnet hat, dass da noch irgendwas Wichtiges kam. Denn wie gesagt, er hatte ja seiner Meinung nach sich um alle ausstehenden Forderungen gekümmert. Was er nicht realisiert hat, war, dass es dort einen Konflikt gab mit einem ehemaligen Mitarbeiter. Da gab es eben noch eine Streiterei, wie viel Gehalt, wie viel Bonus hier diesem Mitarbeiter zusteht. Der Mitarbeiter hat dann auch geklagt und hat gewonnen. Die ausstehende Zahlung an den Mitarbeiter wurde auch geleistet. Dann kam aber hier im Nachhinein noch Abrechnung für Sozialversicherungen. Der Betrag war gar nicht so hoch, ungefähr vielleicht 10.000 Euro. Und das ist dann irgendwo verloren gegangen. Ja, irgendwas mit der Postweiterleitung nicht funktioniert. Der Unternehmer war hier schlampig. Irgendwas hat nicht richtig funktioniert. Ja, dann kam es jetzt hier zur Klage der Kasse. Das Ergebnis war dann am Ende, dass es hier zu einem Strafbefehl gekommen ist. Und zwar insgesamt 180 Tagessätze. Hier wurden 2 Straftaten identifiziert. Einmal die Straftat, die Sozialabgaben nicht abzuführen, 90 Tagessätze, und einmal hier die Insolvenzverschleppung. Ja, nochmal 90 Tage. Das musst du dir mal vorstellen. Das war ein völlig unbescholtener Unternehmer. Der hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Und dann diese Sache, ein relativ geringer Betrag. Und er hat dann diesen Strafbefehl bekommen. Unglücklicherweise wurde auch dieser Strafbefehl zwar zugestellt, aber er hat davon nicht wirklich was mitbekommen. Und es ist eben bei einem Strafbefehl so, dass man dort eine extrem kurze Einspruchsfrist hat. Und im Ergebnis ist dieser Unternehmer nun vorbestraft, weil er hier zu über 90 Tagen verurteilt wurde. Ist das Ganze auch im polizeilichen Führungszeugnis zu sehen, wenigstens für 5 oder sogar für 10 Jahre. Die Folgen dessen sind enorm. Ja, das hat ganz einfache Konsequenzen, wie zum Beispiel, er kann jetzt nicht mehr in die USA einreisen ohne Visum. Also visafrei kann er nicht mehr in die USA einreisen. Er kann zwar ein Visum beantragen, aber dies wird sehr lange dauern. Ich habe übrigens dazu mal ein Interview gegeben der Bild-Zeitung zum Thema Boris Becker, der ja auch vorbestraft war und dann in die USA reisen sollte, um dort die US Open zu kommentieren. Konnte nicht gehen, musste es von zu Hause aus machen, genau aus dem Grund. Kannst du mal danach suchen, da werde ich erklären, was hier das Problem mit dem US-Visum ist. Aber es geht natürlich noch weiter. Auswanderer müssen ja vielfach zur Beantragung einer Daueraufenthaltsgenehmigung oder vielleicht auch zur Beantragung eines neuen Passes
ein polizeiliches Führungszeugnis vorliegt. Und zwar ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis. Das hat der Unternehmer nun nicht mehr. Wenigstens so lange, bis hier diese Einträge aus dem Führungszeugnis gelöscht werden können. Ein polizeiliches Führungszeugnis kann auch in anderen Situationen hier notwendig sein. Zum Teil sogar können Banken hier über die Systeme, die sie verwenden für Background-Checks, sehen, dass jemand vorbestraft ist und lehnen dann eine Geschäftsbeziehung ab. Also dieses Thema kann sehr weitreichende Konsequenzen haben. Man kann sich gerade als Auswanderer damit tatsächlich stark einschränken und hier vieles, muss man tatsächlich sagen, ruinieren. Das ist nicht der einzige Fall, den wir erlebt haben. Es gibt ganz ähnlich gelagerte Fälle von Mandanten, die hier die Abwicklung ihrer GmbH dann haben etwas schludern lassen, weil das Ganze eben auch ein so langer, herausgezogener Prozess ist, dass dann dort weitere Forderungen angekommen sind. Möglicherweise gab es dann Säumnisurteile. Und dann, wie gesagt, ist man in Deutschland sehr schnell dann im Bereich der Insolvenzverschleppung. Du hast ja maximal 3 Wochen Zeit, wenn die Gesellschaft dann zahlungsunfähig ist oder überschuldet ist. Und bei einer leeren Gesellschaft, die keine Umsätze mehr hat, die keine Kunden mehr hat, ist ja die Überschuldung sehr schnell erreicht. Eben, ich hatte vorhin gesagt, hier waren 10.000 Euro Schulden, die nicht bezahlt wurden. Damit war die Überschuldung der Gesellschaft erreicht. Damit hätte man sofort den Insolvenzantrag stellen müssen. Meine persönliche Meinung ist, ich würde nie eine deutsche Gesellschaft natürlich erstmal gründen. Die Haftung für den Geschäftsführer, wie ich jetzt gerade eben hier beschrieben habe, ist ja ganz enorm. Ich kenne kein anderes Land, was den Geschäftsführer so stark in die Verantwortung nimmt wie Deutschland, wenn es um Kapitalgesellschaften geht. Also ich persönlich würde nie eine deutsche Gesellschaft gründen, alleine schon aus dem Grund. Insbesondere dann, wenn ich im Ausland bin. Wenn du eine deutsche Gesellschaft hast und du willst diese abwickeln und bist im Ausland, dann ist es extrem wichtig, dass du hier sehr sorgfältig bist, dass dir genau diese Dinge, die ich jetzt gerade eben beschrieben habe, nicht passieren. Im Zweifelsfall extrem wichtig, schnell Insolvenz anzumelden, damit es nicht zur Insolvenzverschleppung kommt. Lass dich hier rechtlich beraten durch deinen Anwalt. Schau, dass du erreichbar bist. Wenn es zu einem Strafbefehl kommt, hast du sehr wenig Zeit, um zu reagieren. Du kannst hier auf einem öffentlichen Verfahren insistieren. Tatsächlich ist es oftmals so, dass in einem öffentlichen Verfahren dann das Strafmaß reduziert wird. Aber es ist natürlich ein öffentliches Verfahren, das hat auch Nachteile. Ja. Natürlich ist der Strafbefehl diskreter. Das heißt, du musst im Einzelfall abwägen, was jetzt hier mehr Sinn machen würde. Aber wie gesagt, wenn es dann einmal über 90 Tage geht, dann ist auf jeden Fall dein polizeiliches Führungszeugnis erstmal ruiniert. Ja. Ich kann mir keinen Fall vorstellen, wo man das auf die leichte Schulter nehmen würde. Daher also extreme Vorsicht geboten, wenn du eine UG, wenn du eine deutsche GmbH hast, die du schließen willst. Schau, dass du ja kompetente Berater hast. Schau, gerade wenn du schon im Ausland bist, dass die Postweiterleitung funktioniert. Ruh dich hier nicht aus. Erinnere dich an die Dinge, die ich gesagt habe. Schau, dass du immer fristgerecht antwortest und dann achte darauf, dass du dieses Ding vom Bein bekommst, so schnell wie möglich. Was manche Mandanten übrigens machen, um genau solchen Problemen zu entgehen, ist, dass sie leere Gesellschaften, die sie nicht mehr brauchen, ins Ausland verlegen. Das kann man machen. Wir können dir auch dabei helfen. Wir verlegen regelmäßig Gesellschaften. Es ist möglich, nicht mehr benötigte GmbHs oder UGs, die sauber sind, also ganz wichtig, sie dürfen nicht in finanzieller Schieflage sein. Also wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann muss man das natürlich nicht mehr machen, das ist ja völlig klar. Dann wäre das nochmal hier eine zusätzliche Verschlimmerung der Situation. Aber wenn die Gesellschaft sauber ist und du willst sie einfach vom Bein haben, dann kann man sie ins Ausland verlegen, zum Beispiel nach Irland, UK oder auch in die USA. Wir machen das regelmäßig mit solchen Gesellschaften, um eben genau diesen langen Prozess zu vermeiden, in dem ja dann doch einiges schiefgehen kann. Ja, und darum geht es ja. Es geht um diese lange Dauer, möglicherweise Jahre, um die man sich noch um die Gesellschaft kümmern muss, bevor man dann wirklich hier wieder ruhig schlafen kann, weil man weiß, die Gesellschaft ist weg. Wenn du die vorher ins Ausland verlegst, dann wird sie aus dem deutschen Handelsregister gelöscht und dann gibt es eben eine britische Limited, eine irische Limited oder eine amerikanische Inc. Und die Haftung für den Geschäftsführer in diesen Ländern ist weitaus liberaler als in Deutschland. Und es gibt eben auch keine 3-Wochensfristen zum Beispiel wie in Deutschland. Das heißt, wenn eine irische Gesellschaft nun überschuldet ist, muss sie keine Insolvenz anmelden. Also auch in diesen Ländern muss man natürlich darauf achten und ist gesetzlich verpflichtet, dass man Kunden und Lieferanten nicht in das Licht führt. Man darf also nicht ein Unternehmen führen, was praktisch handlungsunfähig ist, aber dann gegenüber Kunden und Lieferanten zu tun, als wäre alles in Ordnung. Das geht natürlich nicht, ja. Aber
du hast mal grundsätzlich keine Pflicht, hier eine Insolvenz zu eröffnen innerhalb von 3 Wochen. Und das ist ja das letztlich, was für viele so ein großer Vorteil ist. Denn viele Unternehmer realisieren ja gar nicht, dass der Zeitpunkt eingetreten ist, dass sie nun schon hier ein Insolvenzverfahren eröffnen müssen. Also, wie gesagt, die Gesellschaft macht vielleicht nichts mehr. Es kommt eine solche Forderung rein. Das wird nicht sehr kritisch gesehen, man lässt das liegen und dann hat man im Grunde genommen die Bredouille und ist dann schon straffällig geworden. Und dann wird immer der Staatsanwalt ermitteln. Das kann man nicht verhindern. Also, wenn dich dieses Thema interessiert, ich poste mal hier in die Beschreibung zu diesem Video einen Link, dann kannst du dich dazu mal näher informieren. Wie gesagt, das Ganze funktioniert nur, wenn die Gesellschaft blitzblank ist. Ansonsten würde ein deutscher Notar nie einer solchen Sitzverlegung ins Ausland zustimmen, denn der Notar muss es ja beurkunden und dem Notar musst du auch die Bilanz der Gesellschaft aushändigen. Wenn der Notar das Gefühl hat, dass du eine notleidende Gesellschaft einfach loswerden willst, kannst du mit 100%iger Sicherheit davon ausgehen, dass er da nicht mitmacht. Und das Ganze funktioniert im Grunde genommen nur, wenn die Gesellschaft also sauber ist, aber eben nicht mehr benötigt wird. So, wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, die möglicherweise dich betreffen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimiert aufzustellen, Vermögen im Ausland aufzubauen, ihr Vermögen zu schützen und das Ganze eben so reibungslos wie möglich zu machen, dass genau die Dinge, die ich in diesem Video beschrieben habe, dir nicht passieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.